Es gibt insgesamt 4 Klassen in Battlefield 6, die es zu lernen gilt. Doch eine davon war und ist mit Abstand die wichtigste Klasse fürs Team. Genau, der Support-Spieler. Im heutigen Einsteiger-Guide möchte ich euch diese Klasse näher bringen, zeigen, was sie beinhaltet und vor allem, wie ihr dem Namen der Klasse alle Ehre macht und euer Squad und Team bestmöglich unterstützt. Okay, let's go. Ich bin der Aimfox, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich zu einem besseren Spieler zu machen, damit du jetzt endlich mehr Spielspaß hast. Viele sind in letzter Zeit dazugekommen und unterstützen mich. Vielen Dank. Einige haben mich aber noch nicht abonniert. Falls euch der Content gefällt, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Ansonsten würde ich sagen, let's go! Heute möchte ich euch die Support-Klasse näher bringen, zeigen, wie ihr sie richtig nutzt, erkläre euch die Gadgets, Waffen, Ausrüstung bzw. Granaten und Trainingspfade. Auf diese Weise bekommt ihr einen guten Überblick über die Fähigkeiten des Support-Spielers. Außerdem zeige ich euch anhand meines eigenen Gameplays wertvolle Tipps und Tricks, die ihr auch sofort umsetzen könnt, um euer Squad und Team bestmöglich zu unterstützen. Nice. Ich beobachte häufig, dass die Spieler den Support nicht richtig ausnutzen und nicht oft genug die Leute wiederbeleben und auch nicht heilen bzw. Muni zur Verfügung stellen. Ihr könnt ja übrigens den Support auch nutzen, um perfekt einen Pionier bzw. die Fahrzeuge zu unterstützen. Ihr wisst ja, in Battlefield 6 wird alles dafür belohnt, in Form von Punkten, was man fürs Team macht, und hierfür eignet sich der Support-Spieler optimal. Falls ihr aber noch kein Team habt, bzw. kein regelmäßiges Squad, mit dem ihr gerne spielt, dann seid ihr herzlich eingeladen, unserem Discord zu joinen. Wir sind eine nette Community, die gerne gemeinsam daddeln. Wir fangen mal an mit dem Klassiker, was wir alle mit dem Support-Spieler bzw. Sanitäter verbinden, und das ist die Versorgungstasche. Nach dem Absetzen der Tasche versorgt sie Einheiten in der Nähe mit Munition für Gadgets und Waffen, regeneriert zusätzlich Gesundheit schneller, selbst unter Beschuss. Also eignet sich diese natürlich sehr gut, um sie an Ecken, wo deine Mates stehen und irgendwelche Leute beschießen, abzusetzen, wo möglichst viele sind. Somit hilfst du möglichst vielen Teammitgliedern und machst dabei aber auch noch viele Punkte. Der Support-Spieler hat, so wie die anderen Klassen auch, eine klassentypische Waffe, in dem Falle die sogenannte LMG-Kompetenz. Schnellerer Übergang zum Zielen über die Visierung und keine Verringerung der Sprintgeschwindigkeit beim Tragen von LMGs. Das macht das LMG eine wirklich starke Waffe in den Händen des Support-Spielers. Die Waffe ist natürlich grundsätzlich schon schwer und man ist grundsätzlich auch langsamer, aber das wird eben mit dieser Kompetenz ein wenig reduziert. Es macht also durchaus Sinn, besonders diese Waffenaufträge mit dieser Klasse zu erledigen. Und dann gibt es noch das klassentypische Merkmal, und das beinhaltet, dass Squad-Mitglieder mit dir interagieren können, um Gesundheit und Munition zu erhalten. Das heißt, ein Squad-Mitglied kann einfach auf dich zudrücken und interagieren klicken und bekommt dann automatisch Gesundheit und Munition, ohne dass ihr die Tasche hingelegt habt. Jede Klasse hat bislang 2 Trainingspfade. Auch der Support-Spieler hat 2 Trainingspfade. Ihr findet das unter den Einstellungen von dem Soldaten links unten. Und ich möchte hier auf den ersten erst einmal mehr eingehen, weil der natürlich erst freigeschaltet oder von Anfang an freigeschaltet ist. Der zweite muss man sich erst über die Herausforderungen bzw. Aufgaben, die ihr unter Herausforderungen findet, freispielen. Hier sei zu Anfang gesagt, dieser Trainingspfad beinhaltet immer 3 passive und eine aktive Fähigkeit, die man in jeder Runde aufs Neue erspielt. Das beginnt mit der ersten passiven Fähigkeit, die dringende Hilfe. Die beinhaltet, dass du gefallene Spieler 20% schneller ziehen kannst und 2,5 Sekunden schneller wiederbeleben kannst. Jetzt fragt man sich, warum sollte ich überhaupt den Stim als Support-Spieler nutzen? Weil du zum einen den Defibrillator durch ein anderes Gadget austauschen kannst und zum anderen mittels dem Stim dein Teammitglied auch in Deckung ziehen kannst. Dann gibt es die passive Regeneration. Das beinhaltet, dass wenn du jemanden wiederbelebst, dass es deine Gesundheitsregeneration auslöst. Außerdem wird einhergehender Schaden für 1 Sekunde gestoppt. Dann gibt es die defensive Expertise, das ist also die passive Fähigkeit 3. Diese erhöht um 25% die Versorgungsrate von defensiven Gadgets. Das GPIDS fängt 2 zusätzliche Projektile ab und das MPAPS aktiviert 5 Sekunden früher und die mobile Deckung nimmt 10% weniger Schaden. Und bevor wir auf die aktive Fähigkeit kommen, die 4. im Bunde, die du dann auch aktiv anklicken musst, möchte ich eine Parallele zur GameSense ziehen.
Wenn ihr nicht wisst, was zur Hölle ist jetzt die Game Sense, warum fängt er jetzt davon an zu reden, dann verlinke ich euch oben mal ein Video, wo ich da genauer drauf eingehe. Und zwar geht es darum, dass du wirklich verstehen solltest, was diese passive Fähigkeiten sind und auch im Spiel im Optimum mitbekommst, falls die freigeschalten werden, weil das jetzt endlich deine Entscheidungen, die du vielleicht im Spiel triffst, maßgeblich beeinflussen kann. Zum Beispiel die passive Regeneration. Das bedeutet ja, wenn du die Teammitglieder wiederbelebst, dann wird deine Gesundheitsregeneration ausgelöst und ein hergehender Schaden wird für eine Sekunde gestoppt. Das bedeutet für dich, du kannst in der Situation besser Kurzzeitentscheidungen treffen, beziehungsweise wenn du das Weiß im Hinterkopf behältst, dann kannst du auch mehr an die Front und die Leute wiederbeleben, weil dein Schaden jetzt endlich reduziert wird und du dich selber auch ständig heilst, wenn du jemanden wiederbelebst, kann es also mehr Risiko beim Wiederbeleben geben. Und deswegen ist es so ungemein wichtig, dass man diese Fähigkeiten versteht, einen Überblick im Spiel hat, wann diese Fähigkeiten zur Verfügung stehen, um dann ein noch besserer Spieler zu sein. Und dann kommen wir zur letzten aktiven Fähigkeit, Nachschub für Verbündete. Versorge und heile naheliegende verbündete Einheiten für 10 Sekunden. Teammitglieder wieder zu beleben dauert nur 1,7 Sekunden. Das ist etwas, was auch ein Spiel maßgeblich zum Positiven beeinflussen kann. Beispielsweise bei Durchbruch, wenn es um wenige Tickets geht, dann neigen die Spieler dazu, alle auf den Spot zu stürmen. Und wenn du in dem Moment so eine Tasche in deine Umgebung deiner Leute wirfst, dann kann es tatsächlich, ja, siegentscheidend sein. Der zweite Trainingspfad wäre die Feuerunterstützung. Wie kannst du diesen freispielen? Indem du die Herausforderungen der Support-Klasse freispielst. Das findest du unter Herausforderungen und dann Klassenaufträge. Die aktive Fähigkeit bleibt gleich zum vorherigen Trainingspfad. Die 3 passiven sind jedoch unterschiedlich. In der ersten Stufe bekommst du die Logistikexpertise. Das bedeutet schnellerer Munitionsnachschub bei Verwendung der Versorgungstasche. Danach folgt die Sprengsatzresistenz. 25% weniger Explosionsschaden in der Bauchlage oder beim Schießen aus abgestützter Position. Last but not least, das ruhige Zielen. Verbesserte Waffenkontrolle beim Schießen aus abgestützter Position. Das eignet sich vor allem für die, die gerne etwas defensiver spielen. Du musst dich also entscheiden zwischen den 2 Trainingspfaden. Bist du der Sanitöter oder der Sanitäter? Stop it. Get some help. So oder so seid ihr ein Support-Spieler mit sehr vielen Granaten und Gadgets. Wir fangen an mit der Feuergranate. Die setzt im Grunde alles unter Feuer. Und somit könnt ihr perfekt verkämpfte Gegner aus ihrer Position locken. Zur Splittergranate brauche ich nichts zu sagen, denke ich. Die Rauchgranate, oh Freunde, die mit Abstand beste Granate im Spiel. Perfekt für zum Beispiel Durchbruch und Rush. Falls ihr also als Angreifer festhängt, dann smoked einfach alles zu und pusht einfach rein. Ihr könnt übrigens auch noch zusätzlich ein Gadget, den Rauchgranatwerfer, einpacken. Also noch mehr Rauch. Ihr könnt also alles komplett absmoken. Zündung! Quattro Stationi, 3 Sorten Weed und eine Sorte Haschisch. Die Vielzahl an Gadgets macht den Support-Spieler sehr vielfältig und in vielen Situationen zu einem der nützlichsten Klassen. Doch der Defi ist ein Muss, sonst gibt's Ärger mit den Battlefield-Veteranen. Mit dem Defi kannst du deine Mates schnell wiederbeleben. Das kannst du übrigens auch schnell und langsam machen. Lädst du den Defi vorher auf, holst du deinen Kollegen mit 100 HP zurück, machst es schnell nur mit 50 HP. Dann gibt es das sogenannte GPDIS. Dieses fängt Granaten ab und du kannst bis zu 2 gleichzeitig setzen, wobei du natürlich zuvor das zweite mittels Munitionstasche aufladen musst. Der große Bruder wäre dann das MP-APS und der fängt die großen Geschosse ab, also Mörser und Raketenwerfer. Also das perfekte Gadget, um deinen eigenen Panzer zu schützen. Der Brandwerfer ist ähnlich wie die Brandgranate. Du kannst also im Grunde die ganze Map unter Brand setzen. Ich glaube, jetzt brauchen wir eine Feuerwehr. Alarm! Alarm!
Die mobile Deckung ist ein beliebtes Tool, was ich häufig sehe und auch sehr nützlich, um Positionen zu halten. Hier kannst du mehrere setzen, wobei es auch hier einen Cooldown gibt, den du mit der Versorgungstasche verkürzen kannst. Dann kannst du bis zu 3 gleichzeitig setzen. Setzt du das 4., ist das erste futsch. Und eine schnelle Versorgungstasche, wo du mit noch schneller und vollständig regenerieren kannst und auch aufmunitionieren kannst. Ihr seht, der Support-Spieler ist extrem flexibel und auch abhängig vom Spielmodi würde ich euch empfehlen, ihn entsprechend auszurüsten. Seid flexibel, reagiert auf die entsprechenden Situationen im Spiel. Jetzt habe ich noch ein paar wertvolle Tipps und Tricks für den Support-Spieler. Um sich selbst zu heilen und die Munition aufzustocken, legt man die Supply-Tasche auch schon mal gern an Stellen, wo man sie nicht wirklich braucht. Diese hat einen Cooldown, man kann sie also nicht beliebig oft hintereinander legen. Du kannst aber die Supply-Tasche wieder mitnehmen, indem du drauf schaust und E gedrückt hältst. Als Support-Spieler hast du Vorteile mit dem LMG, du bist schneller im ADS und hast eine gleiche Sprintgeschwindigkeit. Somit lohnt es sich auch, LMGs als Support-Spieler zu spielen. Squad-Mitglieder können auf einen im Squad befindlichen Support-Spieler zugehen und auf Interagieren klicken und bekommen so ebenfalls Heilung bzw. Munition. Wenn ihr eine Smoke werft, können euch die Gegner in dieser Smoke nicht mehr spotten und die bereits gespotteten Gegner werden entspottet. Ich empfehle, den Hammer einzupacken anstatt ein Messer. Hiermit kannst du zum Beispiel Wände zerstören, um neue Wege freizuschaffen und somit den Überraschungseffekt auf deiner Seite zu haben. Und mit dem Defi bewegst du dich fast genauso schnell wie mit dem Messer. Eine Grundregel: erst schießen, dann heilen. Wenn dein Mate vor dir down geht, dann schau erst, dass du den Gegner eliminierst und dann deinen Mate wiederbelebst. Wenn du ihn erst wiederbelebst und ihr dann beide down geht, habt ihr beide nichts davon. Wenn ihr selbst down seid, dann wartet auf einen Sunny in eurer Nähe. Ihr habt in vielen Spielmodis erst ein Ticketverlust, wenn ihr wieder spawnt, nicht wenn ihr down geht. Somit schadet ihr eurem Team, wenn ihr direkt durchdrückt. Außerdem müsst ihr ja in der Lobby in gewissen Spielmodi eine gewisse Zeit abwarten. Diese Zeit könnt ihr auch einfach als gedauerter Spieler abwarten. Ihr seht übrigens, wie viele Sunnys um euch herum sind und wie weit sie weg sind. Wenn die Zahl sich reduziert, dann ist er auf dem Weg zu dir. Außerdem können Sunnys euch spotten, dann bekommst du die Nachricht, dass er auf dem Weg zu dir ist. Macht das auch, wenn ihr selber ein Support-Spieler seid. Ich habe euch heute gezeigt, wozu der Support-Spieler fähig ist und wie man ihn richtig einsetzen kann. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und für euch persönlich entscheiden, wie ihr den Support-Spieler in Zukunft nutzen wollt. So oder so ist das Wichtigste, dass ihr Spaß am Spiel habt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du weitere Unterstützung brauchst, wie zum Beispiel beim Jetfliegen, dann habe ich jetzt folgendes Video für dich.